Dein Stoffwechsel liebt klare Signale. Ein Esslöffel Apfelessig kann genau das sein. Oder ein Bumerang. Heute schauen wir, was aktuelle Studien wirklich zeigen, wem es hilft, wem nicht und wie du Apfelessig so einsetzt, dass dein Körper davon profitiert, statt gestresst zu reagieren. Schauen wir uns direkt an, was Apfelessig im Körper tatsächlich macht. Der Star ist die Essigsäure. Sie verlangsamt, wie schnell Kohlenhydrate deinen Blutkreislauf fluten und sie beeinflusst Enzyme, die Zucker und Fette verarbeiten. Das Ergebnis kann flachere Blutzuckerspitzen nach dem Essen sein, weniger Heißhunger und langfristig bessere Werte. Genau dazu gibt es neue Daten. Gleich mehr. Die aktuell spannendste Übersichtsarbeit. Forschende haben kontrollierte Studien mit Menschen mit Typ-2-Diabetes zusammengezogen und bewertet. Das Ergebnis? Apfelessig senkte im Durchschnitt den nüchternen Blutzucker spürbar und auch den Langzeitwert HbA1c. Besonders interessant, der Effekt wurde in der Auswertung dosisabhängig stärker, wenn täglich mehr als 10 Milliliter verwendet wurden. Das heißt nicht, viel hilft viel, aber es zeigt, dass ein Teelöffel über ein paar Tropfen hinausgehen sollte, wenn du einen messbaren Effekt erwartest. Wichtig, es geht um verdünnten Apfelessig zu echten Mahlzeiten, nicht um Shots zwischendurch. Kommen wir zu Gewicht und Bauchfett. Was ist dran? Eine randomisierte, doppelt verblindete Studie mit jungen Erwachsenen mit Übergewicht hat über 12 Wochen mit 5, 10 oder 15 Millilitern Apfelessig täglich Verbesserungen bei Gewicht, Körperfett, Taillenmaß, Blutzucker und Blutfetten berichtet, ohne gemeldete Nebenwirkungen. Klingt großartig, hat aber eine wichtige Fußnote. Im Jahr danach ist eine methodische Kritik erschienen, die ungewöhnliche Datenmuster bemängelt. Heißt für dich: Nimm die Ergebnisse als Hinweis, nicht als in Stein gemeißelte Wahrheit. Gute News bleibt trotzdem. Andere Studien mit Menschen zeigen ebenfalls günstigere Blutzucker- und Lipidverläufe, aber die Effekte sind eher moderat und kein Ersatz für Ernährung und Bewegung. Der echte Gamechanger ist der Zeitpunkt. Wenn Apfelessig wirkt, dann am besten in Verbindung mit Kohlenhydraten, also zum Essen. Ein einfacher Trick für den Alltag: Mache dir ein Salatdressing mit einem Esslöffel Apfelessig, gutem Olivenöl, Kräutern und Salz. Oder gib einen Teelöffel Apfelessig in eine Schüssel gedämpftes Gemüse, wenn Reis, Kartoffeln oder Brot auf dem Teller liegen. So nutzt du den Effekt auf die Blutzuckerreaktion, ohne deinen Magen zu reizen. Was du vielleicht nicht überall hörst: Apfelessig bremst bei manchen Menschen die Magenentleerung. Das kann ein Teil des Sättigungseffekts sein und erklärt, warum der Blutzucker flacher ansteigt. Wenn du allerdings schon eine verzögerte Magenentleerung hast, zum Beispiel bei einer diabetischen Gastroparese, dann kann Apfelessig Beschwerden verschlimmern. Genau dazu gibt es Daten. Essig hat in einer kleinen Studie die Magenentleerung bei Betroffenen weiter verlangsamt. Wenn du also oft Völlegefühl, Übelkeit oder starkes Aufstoßen nach kleinen Mahlzeiten hast, sei vorsichtig oder lass es abklären. Reden wir über Säure. Es geht um Zähne, Rachen, Medikamente, Safety first. Apfelessig ist sauer, wirklich sauer. In Studien sieht man messbare Erosionen am Zahnschmelz, wenn Menschen regelmäßig und unverdünnt trinken. Lösung: Immer stark verdünnen, am besten mit Wasser und im Rahmen einer Mahlzeit. Nach dem Trinken den Mund mit Wasser spülen, nicht sofort bürsten. Und ganz wichtig, wenn du Insulin, blutzuckersenkende Medikamente, Entwässerungstabletten oder Herzmedikamente wie Digoxin nimmst, sprich vorher mit deinem Arzt. Apfelessig kann den Blutzucker senken und den Kaliumspiegel drücken. Die Kombination mit bestimmten Medikamenten ist dann riskant. Wie viel ist sinnvoll? Für die meisten gesunden Erwachsenen sind täglich 1 bis 2 Esslöffel verdünnter Apfelessig völlig ausreichend, verteilt auf Mahlzeiten. Beginne lieber niedriger und höre auf deinen Körper. Wenn dein Magen empfindlich ist, starte mit einem Teelöffel im Dressing und steigere langsam. Wenn du Sodbrennen hast oder deine Speiseröhre empfindlich ist, bleibe bei kleinen Mengen im Essen statt Getränken. Und nein, Apfelessig ersetzt keine Blutdrucktablette, keine Metformin-Tablette und keine ausgewogene Ernährung. Er ist ein Werkzeug, kein Wundermittel. Für wen lohnt es sich besonders? Wenn dein Arzt schon einmal erhöhte Nüchternwerte, Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes festgestellt hat, kann Apfelessig im Rahmen der Mahlzeiten messbare Vorteile bringen. Wenn du hauptsächlich abnehmen willst, nimm Apfelessig als kleinen Hebel im großen System. Eiweißreich essen, viel Gemüse und Ballaststoffe, gute Fette, regelmäßige Bewegung und Apfelessig als Begleiter zu kohlenhydratreichen Mahlzeiten. Das ist erwachsenes Ernährungsmanagement statt TikTok-Magie. Praxis in 3 Sätzen.
Mache dir heute ein Essig-Öl-Dressing mit einem Esslöffel Apfelessig zu deinem Mittagessen. Nutze ihn außerdem zum Marinieren von Bohnen, Linsen oder Kartoffelsalat, denn die Säure und abgekühlte Stärke sind ein starkes Duo für stabile Blutzuckerwerte. Und halte dich fern von Shots auf leeren Magen und von Gummibärchen mit Apfelessig. Die Studienlage bezieht sich fast immer auf die flüssige, verdünnte Form zu echten Mahlzeiten. Wenn du willst, testen wir das zusammen 4 Wochen, ganz simpel. Gleiche Mahlzeiten, einmal mit und einmal ohne Apfelessig-Dressing und du misst vor dem Essen und 90 Minuten danach deinen Blutzucker. Keine Religion, nur Daten. Wenn die Kurven flacher werden und du dich wohler fühlst, hast du dein persönliches Ja gefunden. Ich hoffe, du konntest was Neues über Apfelessig mitnehmen. Ich freue mich über ein Like und Abo. Damit kannst du den Kanal unterstützen. Ich lese alle Kommentare mit. Liebe geht raus an dich.